Hallo, hier ist Stan vom Pomade-Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und heute begleite ich euch auf dem Weg zur ersten Pomade. Bleibt dran. Hallo, mein Name ist Stan und das hier sind die Pomaden von Murray's, die ich jetzt mal beispielhaft hier aufgestellt habe, um euch mal zuerst mal zu helfen, euch zurechtzufinden in der Welt der Pomaden. Weil als erstes sehe ich ja kunterbunte Dosen und es sagt mir nichts und ich weiß dann auch nicht, welche ist denn die richtige für mich, welche soll ich nehmen. Hauptsächlich, es soll nicht glänzen, es soll leicht auswaschbar sein, es soll aber natürlich sein von den Inhaltsstoffen her. Und da wollen wir uns das mal ranmachen, dass wir zuerst mal verstehen, wie funktionieren Pomaden. Was sind Pomaden? Wie erkenne ich welche Pomade und welche brauche ich überhaupt? Um das zu verstehen, muss ich 3 Dinge lernen. Das sind die Pomaden gibt es in 3 oder 4 Härtegraden. Die gibt es in weich, die gibt es in mittelfest, die gibt es in fest und die gibt es in sehr fest. Das ist das eine. Das zweite ist, ich muss wissen, welche Pomaden es gibt von den Kategorien her. Es gibt ölbasierte, jetzt die hier von Murray's. Es gibt wasserbasierte, das sind moderne wasserbasierte Pomaden. Und es gibt die sogenannten unorthodoxen, das sind Pomaden, die sind so eine Art Mischung zwischen beiden Welten. Und das dritte, was ich wissen muss, ist, welche ist dann für meinen Haartyp und meine Wunschfrisur die richtige. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, ihr könnt uns eine E-Mail schicken, uns über Social Media kontaktieren oder anrufen und dann beraten wir euch sehr gerne beim Finden der Pomade. Aber hier helfe ich euch zuerst mal, dass ihr da selber eine gewisse Selbstsicherheit bekommt und dann ein bisschen mehr versteht, worum es geht bei den Pomaden. Die 4 Kategorien, die ich jetzt genannt habe, die unterscheiden sich darin, dass die weichen Pomaden hauptsächlich mit Ölen angereichert sind und weich sind. Je fester es wird, umso weniger Öle sind drin oder sogar gar keine Öle und umso fester sind die Pomaden. Die weichen Pomaden, diese ölhaltigen Pomaden, die sind pflegend für die Kopfhaut, für die Haare. Sie lassen sich leichter anbringen, sie lassen sich leichter auswaschen. Ich muss auch nicht so viel davon verwenden, aber dafür ist der Halt nicht besonders groß. Die festen gleichen genau das aus, da ist genau das Gegenteil. Das heißt, der Halt ist super, aber die Anbringung ist schwierig. Das Auswaschen bedarf einfach einer Umstellung und einer Gewöhnung. Aber so schlecht können sie nicht sein, weil allein die Murray's Superior zum Beispiel, die hier, die ist jetzt im Dosendesign von 1967, 1968. Die gibt es seit jetzt 100 Jahren und irgendwas macht sie schon richtig. Irgendwas macht Murray's und die Kunden von Murray's richtig. Ich zeige euch mal, wie die früher ausgeschaut hat. Hier ist zum Beispiel eine alte Anzeige aus den 20er, 30er Jahren von der Murray's Superior. Und schauen wir mal hier, selbst die New Nile. Da seht ihr mal die New Nile, wie die früher ausgesehen hat. Heute ist sie ebenfalls Ende der 60er Jahre. Die Verpackung, die hat sich bis heute gehalten. Warum ich euch jetzt mal Murray's zeige? Weil die sehr übersichtlich sind. Ich kann euch genauso gut eben an der Firma DAX zeigen. Die haben die gleiche Kategorisierung und wir widmen uns jetzt zuerst mal den ölbasierten Produkten zu. Ich habe jetzt hier in die Reihe aufgestellt die weichen Pomaden. Da ist jetzt eben entweder die Superlight, die Hair Glow ist identisch. Ja, die gibt es seit 1951. Nee, falsch. Das Design ist von 1953. Von 1951. Aber die Anzeige, die ich euch zeige, die ist von 1953. So schaut's aus. Und die Hair Glow, die hat vorher in den 20er Jahren so ausgeschaut. Schöne gelbe Dose. So, ich habe sie jetzt so aufgestellt, dass ihr dann seht, es gibt nicht nur eine Pomade von einem Härtegrad, sondern es können 2 sein. Die unterscheiden sich kaum. Meistens ist es der Duft oder ein oder der andere Inhaltsstoff ist ausgetauscht. Das gleiche haben wir bei den mittelfesten. Wir haben hier, das hier ist alles das identische Produkt. Wir haben das einmal in der normalen Dose, wir haben es einmal in der Reisegröße und wir haben die Murray's auch in der Vintage-Edition, weil so hat die früher ausgeschaut, außer eben halt das V war nicht da.
sondern da war dieses Sternchen, dieses weiße Sternchen, und da wurde vom Barbershop oder vom Verkäufer dann der eigene Preis eingetragen. So schaut's aus. Und die Extra Heavy, das ist nochmals eine festere Variante von der Murray's Superior, die schon super fest ist. So, das ist jetzt erstmal der Überblick bei den ölbasierten Pomaden. Und der zweite Punkt ist, ich muss wissen, welche Kategorien gibt es denn? Es gibt die besprochenen ölbasierten, es gibt wasserbasierte Pomaden, die sind moderner, die sind nicht so wie die ölbasierten chemiefrei, sondern es ist schon Chemie drin, weil da Wasser drin ist. Und wenn Wasser irgendwo drin ist, dann wird es schnell ranzig, dann brauche ich Chemie, damit es nicht ranzig wird, damit es nicht von Bakterien befallen wird. Und wenn ich Wasser mit anderen Inhaltsstoffen mischen möchte, brauche ich Emulgatoren. Das heißt, da brauche ich, ohne Chemie komme ich da nicht aus, sagen wir es mal so. Aber der Vorteil von wasserbasierten Pomaden ist, dass sie sich viel besser auswaschen lassen. Sie lassen sich genauso leicht anwenden, teilweise noch ein bisschen besser als die ölbasierten. Aber der Hauptvorteil ist die Auswaschbarkeit, die ist gigantisch. Das Problem ist, die wasserbasierten reagieren auf jegliches Wasser. Das heißt, wenn es anfängt zu regnen, dann hält eine Murray Superior wirklich die Frisur bombenfest. Eine wasserbasierte kann da schon eher auseinanderfallen oder auseinanderlaufen. Aber meist genügt es, wenn man sie dann mit einem Kamm einfach wieder zurechtkämmt und dann steht die Frisur wieder. Und die dritte Kategorie, die es gibt bei den Pomadenarten, das sind die unorthodoxen, beziehungsweise sind auch die Clays und die Matt-Pomaden hinzugekommen. Die unorthodoxen, die verbinden die Vorteile aus beiden Welten, aus den ölbasierten und aus den wasserbasierten. Das heißt, die haben pflegende Inhaltsstoffe drin, aber die Auswaschbarkeit ist genauso angenehm, genauso problemlos wie bei einer wasserbasierten. Und die Clays und die matten Pomaden, die sind angereichert mit Ozokerit oder mit Betonit, damit sie matter werden, damit die Haare nicht glänzend sind, dass sie nicht ölig sind. Und das ist jetzt mal der erste Schritt auf dem Weg zur Pomade, dass ihr euch da zurechtfindet. Mit welcher Pomade sollte ich überhaupt jetzt mal anfangen? Grundsätzlich ist es relativ nicht egal, aber ihr macht nichts falsch. Egal, welche Pomade ihr nimmt, die meisten davon sind wirklich top. Vor allem, wenn sie ölbasiert sind, da könnt ihr euch fast sicher sein, die sind top. In dem Moment, wo es wasserbasiert ist, dann müsst ihr natürlich dann schauen, ob es eine Markenpomade ist, wie zum Beispiel von Layrite, Uppercut, Rusel. Es kommt nur drauf an, entweder habt ihr eine Pomade gekauft, die viel zu weich ist oder viel zu fest ist oder die viel zu glänzend ist für eure Bedürfnisse oder die viel zu matt ist für eure Bedürfnisse. Hier gilt es, zwei Sachen. Nicht sofort loslaufen und weitere Pomaden kaufen. Das könnt ihr selbstverständlich machen, aber experimentiert auch zuerst mit den Pomaden, die ihr habt. Das heißt, nehmt mal wenig, nehmt mal mehr, nehmt mal ganz viel. Zum Beispiel jetzt wenn ich jetzt mal von der Nunal ausgehe, wenn ich jetzt mal die hier teste, ihr würdet dann zum Beispiel anfangen mit so einer Menge. Ihr fängt mit ganz wenig an, die verreibt ihr. Ja, die ist ja eher wie so eine klebrige Hautcreme. Und in dem Moment, wo ihr nichts seht, bringt ihr sie in die Haare an. Das macht ihr ganz einfach. Von vorne, von der Seite, von hinten bringt ihr sie in die Haare rein. Am besten noch nach dem Duschen, wenn die Haare noch leicht feucht sind, weil dann braucht ihr weniger an Pomade. Wenn ihr die Pomaden in trockene Haare reintut, vor allem ölbasierte Pomaden, dann passiert Folgendes. Dann wird die Pomade sofort von den trockenen Haaren aufgesaugt und ist allein schon hier, ist die Pomade schon ausgegangen und ihr kommt dann gar nicht mal zum Verteilen. Und dann nimmt ihr mehr Pomade, massiert sie dann eben halt hier an andere Stellen rein und dann fehlt es wieder irgendwo und dann nehmt ihr noch mehr Pomade und zum Schluss schaut es dann eben halt so aus wie bei mir, dass ihr vielleicht diesen Effekt nicht möchtet, dass die Haare dann vielleicht zu glanzvoll sind für euren Bedarf. Mir gefällt es so, ich schaue mal hier in meinen Spiegel, den ich hier aufgebaut habe, mir gefällt es so ganz gut, ich bin so ganz gewohnt, dass die Haare wirklich schön glänzen, mir gefällt es. Wenn ihr
anfangt, wenn ihr Anfänger seid, dann nehmt ihr eben genauso wenig, wie ich euch gezeigt habe. Ihr steigert das Ganze dann, indem ihr dann mehr nehmen könnt. Das heißt, ihr könnt dann wirklich viel mehr nehmen. Ihr nehmt dann zum Beispiel so viel an Pomade. Ihr könnt genauso viel, ihr könnt aber auch 5-mal so viel nehmen. Das müsst ihr dann testen, wie es sich in den Haaren anfühlt. Am besten an irgendeinem Wochenende, an einem verregneten Sonntag zum Beispiel. Nehmt ihr Pomade her und tut euch so viel wie nur möglich in die Haare, damit ihr den Effekt seht. Ich habe mal eine halbe Dose von der Black and White, die hatte ich mir mal in die Haare geschmiert. Und der Effekt war super. Der war wirklich klasse. Das Auswaschen war ein Horror. Aber das war okay. Das war es wirklich wert. Ihr fangt also mit wenig an bei der Pomade und ihr testet euch durch. Wenn ihr jetzt eine erste Pomade noch nicht bestellt habt und ihr möchtet eine erste Pomade bestellen, dann bestellt oder nimmt am besten zuerst eine mittelfeste, weil dann könnt ihr euch orientieren. Entweder ihr braucht danach eine weichere oder ihr braucht eine festere. Meistens ist es bei den Kunden gewünscht, ist eine mittelfeste, ist eine Clay, ist eine feste Pomade und hauptsächlich, dass sie nicht glänzt. Und die weichen Pomaden, die eben dafür gedacht sind, dass sie viel Glanz geben, wie jetzt hier diese Murray's Superlight, die sind auch super pflegend und die sind unglaublich angenehm, weil ihr nehmt wenig und ihr bringt sie in die Haare ein und die sind unglaublich pflegend und wirklich angenehm. Sie sind mehr was für die kälteren Tage. Im Sommer kann man es auch hernehmen, ich nehme es auch im Sommer her, aber nimmt sie eher, wenn die Luft trockener ist, im Winter und im Herbst. Und ansonsten fangt ihr mit einer mittelfesten an einer Murray Superior. So toll der Effekt auch ist, würde ich mich jetzt nicht sofort ranwagen als Anfänger, sondern ich würde mich zuerst mal rantasten mit den mittelfesten Pomaden. Warum würde ich das machen? Weil der Effekt ist super, aber das Anbringen ist für einen Anfänger ist es eine unglaubliche Umstellung. Obwohl ich bin es ja gewohnt, für mich ist es angenehm, aber für einen Anfänger, der jetzt vielleicht Gel verwendet hat oder irgendwelche Kleber aus dem Drogeriemarkt oder Supermarkt, für den ist es vielleicht ein bisschen ungewohnter. Ich zeige euch es aber trotzdem mal. So schaut das Ding aus. Murray's Superior. Das ist die. Ja, wunderschöner, so ein ganz, ganz milder Vanille-Honigduft. Ganz, ganz mild. Eher, ja, wenig Vanille, eher Honig. So, und dann nehme ich jetzt mal was raus. Dann nehme ich mal hier vielleicht so ein Klecks. Schau mal, ob die, ja, da seht ihr, die klebt. Diese Zähigkeit, die ist wichtig. Die ist wichtig, weil die hält die Haare zusammen. Ich habe mich mal gewundert, wir waren mal auf einer Messe und kamen plötzlich an unseren Stand, kamen dann Friseure. Ohne ein Wort haben die eben halt reingedatscht und so gemacht. Da habe ich gedacht, was macht ihr denn? Da stimmt da was nicht. Nein, wir wollen mal sehen, ob die klebt. Weil diese Klebrigkeit, die hält die Haare zusammen. Es ist nicht dieses Wachsige, dieses Feste, was die Haare zusammenhält, sondern es ist diese Klebrigkeit. So, super schön klebrig. Ja, die ist eigentlich fest, aber so ist sie relativ weich. Liegt aber vielleicht daran, dass wir jetzt gerade 30 Grad haben draußen. Und innen wird es noch ein bisschen wärmer sein. So, ich verreibe die Pomade jetzt mal mit dem Beginn, bis ich so ungefähr nichts mehr auf den Händen sehe. Und dann bringe ich sie an. Ich fange vielleicht mal hinten an beim Wirbel und arbeite mich dann vor und gehe dann eben vom Fronthaar, von der Stirnseite gehe ich dann auch wieder zurück. Dann tue ich es mir nochmal hier so einreiben, also wirklich einmassieren, damit die Pomade überall hinkommt. Also wirklich auf die ganze Haarlänge soll die Pomade hinkommen und bis zur Haarwurzel soll die hinkommen. So, habe ich es jetzt mal angebracht. Dann nehme ich einen Kamm. Das ist unser Don Draper Kamm, handgesägt aus Deutschland, den verlinke ich unten. Jetzt fahre ich mir mal durch die Haare. Ich habe hier einen kleinen Spiegel an der Seite. Da sehe ich mich und dann style ich mich. So jetzt schon, wow, der Glanz ist ja super. Also das ist ja mega. Also ich bin jedes Mal, wenn ich die Murray Superior nehme, bin ich
unglaublich begeistert. Die Begeisterung hört zwar dann eben beim Auswaschen auf. Die Begeisterung hört auf. Genau, die Begeisterung hört beim Auswaschen auf. Jetzt habe ich's. Aber der Glanz und ach, mega. Also wirklich mega. Kurz mal die Haare hier. Ach, Haare, nein. Hände. So, also jetzt habe ich es mal angebracht, die Pomade, und so genügt es. So habe ich jetzt mal mein Haar drin. Ich bewege jetzt mal ein bisschen meinen Kopf. Ich glaube, das rauscht dann hier. Damit ihr mal seht, wie der dann aussieht. Ja. Und vielleicht auch hinten, dass ihr das mal seht. Bewege ich mich auch nochmal hier. Ja, und das war die erste Anwendung von einer Pomade. Und egal welche Pomade ihr nehmt, ihr macht da wirklich nichts falsch, sondern es geht dann nur um diese Suche. Es kann sein, dass ihr vielleicht doch nicht die richtige Pomade genommen habt oder nicht die richtige Pomade für den Zweck, den ihr möchtet und für die Haare, die ihr habt. Das kann sein, ihr habt die Pomade ausprobiert ins trockene Haar, ins feuchte Haar, ihr habt wenig genommen, ihr habt viel genommen, ihr habt die Pomade einmassiert, ihr habt sie schön gekämmt und trotzdem funktioniert es nicht. Das kann natürlich auch passieren, aber die Pomade würde ich dann trotzdem nicht wegwerfen, sondern ich würde einfach schauen, dass ich mir eine neue Pomade, vielleicht eine härtere, weichere oder mattere besorge, oder eine ölbasierte, wenn es pflegender sein soll, oder eine wasserbasierte, wenn es leichter auswaschbar sein soll. Und mit der würde ich dann weitermachen. Und es kann sein, dass ihr dann eben zu der ersten Pomade, die euch den Schlaf geraubt hat, dass ihr da wieder zurückkehrt und dass die euch dann doch wieder Spaß macht. So, also Spaß macht es jedenfalls, und da sind wir schon eben bei dem letzten Punkt. Das, was an Pomaden das Schönste ist das Ausprobieren, ist das Testen, ist das Aufmachen, ist das Schnuppern an den Düften. Das ist ein Traum ist das. Das ist wirklich, es ist, wie es so schön heißt, es geht nicht ums Ziel, sondern es geht um diese Reise. Und die macht am meisten Spaß. Und ich bin wirklich froh, dass ich diesen Spaß, diese Freude an Pomade mit euch teilen kann. Und ich würde mich dann freuen, wenn natürlich die älteren, erfahrenen Nutzer von Pomaden da mich vielleicht in den Kommentaren korrigieren oder ergänzen und ebenfalls dann den jüngeren Neulingen da unterstützend zur Seite stehen können, genauso wie wir das auch tun. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, und wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren oder schickt uns eine E-Mail, ruft uns an oder in Social Media, und wir helfen euch weiter, dass ihr da auch das richtige Produkt findet, und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Das war's. Mein Name ist Stan vom Pomade Shop. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.